Hallo, mein Name ist Susanne Sievers. Ich möchte Ihnen nur die Deckungsbeitragsrechnung einfach erklären. Wenn ich eine Flasche Wasser einkaufe, dann zahle für die Flasche Wasser 1 Euro. Dann zahle ich für eine Flasche 1 Euro, 10 Flaschen 10 Euro, 100 Flaschen 100 Euro. Die Kosten, die Einkaufskosten insgesamt verändern sich also mit der Menge oder mit dem Absatz. Wenn sich die Kosten mit der Menge und dem Absatz verändern, nennt man das variable Kosten. Nun stelle ich mir vor, dass ich die Flasche Wasser für 2,50 Euro verkaufe. Nettoverkaufspreis. Dann habe ich, wenn ich die 1 Euro davon abziehe, 1,50 Euro pro Flasche über. Wofür habe ich die jetzt über? Bisher habe ich in meinem Unternehmen nur die variablen Kosten gedeckt, also sprich nur den Einkaufspreis. Wenn ich jetzt aber mein Unternehmen mal betrachte, dann habe ich noch viel, viel mehr Kosten in meinem Unternehmen, und zwar noch Raumkosten, Personalkosten, Miete, Werbung, alles Mögliche, was im Unternehmen noch so anfällt. Diese 1,50 Euro oder diese Flasche trägt jetzt mit 1,50 Euro dazu bei, meine restlichen Kosten zu decken. Deswegen nennt man das Deckungsbeitrag. Dies ist der Deckungsbeitrag pro Stück. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben eine Miete von 4.500 Euro. Diese 4.500 Euro Miete verändern sich überhaupt nicht, ob ich jetzt eine Flasche verkaufe oder ich verkaufe 10 Flaschen oder 100 Flaschen. Die Miete muss ich immer bezahlen, egal wie viel ich verkaufe. Wenn sich diese Kosten nach der Menge, nach dem Absatz nicht verändern, dann nennt man das fixe Kosten. Habe ich jetzt hier einen Kostenblock von 4.500 Euro, dann habe ich mit dieser Flasche 1,50 Euro damit gedeckt. Wenn ich 2 Flaschen verkaufe, habe ich 3 Euro gedeckt. Wenn ich 4 Flaschen verkaufe oder 3 Flaschen, habe ich 4,50 Euro gedeckt. Nun möchte ich wissen, wie viele Flaschen muss ich denn jetzt verkaufen, damit ich alle Kosten dementsprechend gedeckt habe. Was muss ich tun? Ich muss meine 4.500 Euro fixe Kosten durch meinen Deckungsbeitrag pro Stück rechnen. Dann habe ich eine Menge von 3.000 Flaschen, die ich verkaufen muss, damit meine Kosten gedeckt sind. Und zwar alle Kosten. Jetzt habe ich alle Kosten gedeckt. Wenn ich jetzt eine Flasche mehr verkaufe, hätte ich 1,50 Euro Gewinn. Diese 3.000 Flaschen, das ist mein sogenannter Break-Even-Point. Weil ab dem Punkt mache ich Gewinn. Der Break-Even-Point wird auch Gewinnschwelle oder auch Nutzenschwelle genannt, aber somit habe ich ausgerechnet, wie viele Flaschen ich verkaufen muss. Wenn jetzt ein neuer Kunde ankommt und sagt, Mensch, ich möchte noch Wasser oder die Flaschen kaufen bei Ihnen, welchen Preis könnte ich dann als absolute kurzfristige Preisuntergrenze anbieten? Und zwar meine variablen Kosten ist die absolute kurzfristige Preisuntergrenze. Unter dem werde ich die Flaschen nicht verkaufen. Selbst wenn ich sie für 1,10 Euro jetzt verkaufen würde, hätte ich immer noch 10 Cent Gewinn. Das heißt, hier würden dementsprechend 10 Cent Gewinn noch oben drauf kommen. Kann ich aber nur machen, wenn ich meine 3.000 Flaschen schon verkauft habe. Wofür brauchen wir die Deckungsbeitragsrechnung noch? Stellen wir uns mal vor, wir sind ein Getränkemarkt. Wir verkaufen Cola, Fanta, Wasser und Bier. Meine Cola verkaufe ich für ein Netto-VKP 1,20 Euro. Fanta verkaufe ich auch für 1,20 Euro. Wasser verkaufe ich für 1 Euro und Bier für 1,50 Euro. Jetzt habe ich bei der Cola variable Kosten von 60 Cent, hier von 70 Cent, hier von 10 Cent und hier von 1,45 Euro.
dann hätte ich hier einen Deckungsbeitrag von 60 Cent, von 50 Cent, von 90 Cent und von 5 Cent. Was sehe ich daraus? Dass mein Wasser den höchsten Deckungsbeitrag hat. Ich versuche so viel Wasser wie möglich zu verkaufen. Wasser wird dementsprechend in meinen Regalen immer in der Höhe erreichbar sein, wo man gut rankommt, damit ich ganz viel Wasser verkaufe. Jetzt verkaufe ich von jedem 1000 Flaschen. Nur mal als Beispiel. Ich verkaufe 1000 Flaschen Cola, 1000 Flaschen Fanta, 1000 Flaschen Wasser und 1000 Flaschen Bier. Dann habe ich einen Groß-DB. Groß-DB ist immer der gesamte Deckungsbeitrag. Klein-DB ist der Deckungsbeitrag pro Stück. Hier habe ich einen Groß-DB von 600 Euro, hier von 500 Euro, hier von 900 Euro und hier von 50 Euro. Dann kann ich jetzt von meinem großen DB meine fixen Kosten abziehen. Und zwar rechne ich den großen DB zusammen, dann bin ich bei 2050 Euro Gesamt. Ziehe meine fixen Kosten von ab. Der Einfachheit halber nehmen wir einfach mal 1050 Euro und hätten jetzt einen Gewinn von 1000 Euro. Alles ist schön, alles ist prima, wir sind glücklich und zufrieden. Jetzt müssen wir aus irgendwelchen Gründen die Fanta aus unserem Produkt herausnehmen. Jetzt fehlen uns 1000 Euro. Von unseren 1000 Euro fehlen uns jetzt 500 Euro. Diese 500 Euro, die fallen jetzt weg. Was werden wir versuchen? Wir wollen unseren Gewinn von 1000 Euro aber halten. Wir werden jetzt versuchen, von dem Wasser mehr zu verkaufen. Dementsprechend, damit ich dann meine 1000 Euro Gewinn hinterher wieder habe. Jetzt stellt sich die Frage, wie viele Flaschen Wasser muss ich denn jetzt verkaufen, damit ich dann hinterher auch wirklich meine 1000 Euro Gewinn erreicht habe. Dann nehme ich meine 500 Euro, teile die durch meinen Deckungsbeitrag pro Stück vom Wasser und muss 556 Flaschen verkaufen, zusätzlich an Wasser, damit ich wieder den gleichen Gewinn habe. Das war die einfache Deckungsbeitragsrechnung. Mal einfach erklärt. Nicht verzagen, SIFAS fragen. Vielen Dank. Tschüss.